Bernhard Matthäus übt einen der ältesten Berufe aus. Er ist Steinbildhauer und bearbeitet einen Grabstein, den er selbst entworfen hat. Aus Sandstein und Stahl. Ein Steinbruch bei Neustadt an der Weinstraße, am Hartrand. Hier sucht Bernhard Matthäus nach geeignetem Material. Die Kundin hätte gern ein gut durchgefärbtes Material, also eher bunt, eher die dunklere Variante von dem Harder Sandstein. Und dadurch, dass es eine Kombination aus Stahl, aus rostigem Stahl und dem Stein wird, hätte ich auch gern Schichten im Stein, die wirklich die Farbigkeit von rostigem Stahl zeigen. Der gelbe Sandstein hat sich hier vor über 200 Millionen Jahren an der Kante zum Rheintal abgelagert. Die Blöcke wurden aus dem Berg gesprengt und warten jetzt auf Abnehmer. Die Zeichnung läuft wieder noch vorne raus. Der Steinbildhauer sucht nach einer ganz besonderen Maserung. Man sieht hier auch die Schichten an den Rohblöcken, wo man sich vorstellen könnte, aus den vorderen 30 cm könnte man gut was machen. Während hier die Schicht mit den offenen Poren, das wäre natürlich nichts für mich. Einige der Blöcke könnte er sowieso nicht haben. Die sind allzu weit abseits. Also selbst wenn ich da jetzt einen besonders schöne finden würde, kann ich ja nicht verlangen, dass der halbe Steinbruch umgekrempelt wird, um mir den allerletzten Rohblock rauszuholen. Seit 4 Jahrhunderten wird der gelbe Sandstein hier gebrochen. Für die Region ist er charakteristisch. Unzählige Gebäude entlang der Weinstraße wurden mit ihm gebaut. Auch der Speyerer Dom. Der Betreiber des Steinbruchs verkauft sein Produkt so, in Platten. Die schneidet Jan Schleicher mit einer Säge zu. Bernhard Matthäus ist hier schon lange Kunde. Es dauert mehrere Stunden, einen Rohblock zu durchtrennen. Die Sägeblätter brauchen Wasser, damit sie nicht zu heiß werden. Vom Steinbruch zum Haus des Steinbildhauers dauert es 10 Minuten mit dem Auto. Er lebt und arbeitet in Duttweiler. Jede seiner Arbeiten beginnt am Skizzenblock. Es kommt ja auch oft vor, dass ich mit den Kunden hier sitze und dann schon im Kundengespräch erste Skizzen mache. Und dann wirkt es natürlich überzeugender, wenn die Zeichnung vernünftig aussieht, als wenn das dann so ein Gekrackel ist. Das Zeichnen gehörte zwar zu seiner Ausbildung, aber Spaß daran hatte er schon davor. Ich war in der Schule auch schon bekannt dafür, dass ich immer die ganze Zeit am Zeichnen war. Dann habe ich die Steinmetz- und Bildhauerlehre gemacht, nachdem ich mit dem Beruf in Kontakt kam, weil wir ein Grabmal für meinen Opa gesucht haben. Und es war dann der erste Kontakt zu einem Steinbildhauer, der so gearbeitet hat, wie ich das jetzt auch mache. Steinmetz und Steinbildhauer, ein großer Unterschied. Der eine ist Handwerker, der andere Handwerker und Gestalter. Die Sandsteinplatte aus dem Steinbruch. Sie wiegt etwa 2 Tonnen. Der Sohn hilft dabei, sie in die Werkstatt zu bugsieren. Die Platte ist viel zu groß. Für einen Grabstein braucht er nur einen Teil davon. Als nächstes muss ich diese Rohplatte so zerteilen, dass das Format in etwa das wiedergibt, was ich als Rohstück für das Grabmal brauche. Das Spezialproblem hier ist, dass die Platte nicht ganz sauber ist, dass hier ein Stich reingeht. Das haben wir im Steinbruch schon festgestellt und das sieht man hier. Etwa 1/3 der Platte wird Bernhard Matthäus für den Grabstein brauchen.
Ohne Absauganlage geht in der Werkstatt nichts, denn die Arbeit ist oft staubig. So wie jetzt. Bernhard Matthäus bohrt Löcher, die er zum Zerteilen des Steins braucht. Jetzt kommt das Abkeilen des Stücks mittels sogenannter Federkeile. Das ist so, dass immer eine Keilgarnitur pro Loch verwendet wird, die aus 2 sogenannten Federn und einem Keil besteht. Die Keile werden eingesetzt und werden angezogen, bis man merkt, dass er richtig zieht. Das merkt man dann, wenn der Fäustel so abspringt. Wie wenn man halt hier, das merkt man dann, dass es jetzt langsam elastisch wird. Das ist so, wie wenn man auf einen Amboss schlägt. Und dann ist der Keil richtig angezogen. In regelmäßigen Abständen und in einer Reihe angebracht sollen die Keile dafür sorgen, dass der Stein so bricht, wie es der Meister wünscht. Das hat geklappt. Aus dem Brocken, der auf dem Hubwagen liegt, wird der Grabstein entstehen. Die Maserung des Steins wird sichtbar. Doch bevor es losgeht, fehlt noch etwas Entscheidendes: das Modell. Den Entwurf fertigt Bernhard Matthäus aus Ton im Maßstab 1:10. Wenn ich das in Ton mache, ist es zwar ein bisschen aufwendiger, bis das so aufgebaut ist. Ich habe aber beide Richtungen. Also ich kann antragen und wegschnitzen, und das mache ich dann, wenn ich mir noch nicht sicher bin und mehr Freiheiten brauche. Vorlage für das Modell ist die Skizze, die er mit seiner Kundin abgesprochen hatte. Auf die rechte Seite des Steins modelliert er eine Einbuchtung, die ein Herz aus Stahl aufnehmen soll. Eigentlich wird es schon recht genau übertragen. Also das ist dann schon so, dass man hier Maße nimmt und einen Winkel dran hält und das dann so verwendet. Sonst wird sich die ganze Sache ja auch nicht rentieren. Das sind jetzt Sachen, die natürlich notwendig sind für die Umsetzung in Stein. Normalerweise, wenn ich was ganz frei modelliere, dann halte ich selten den Winkel dran. Aber ich muss ja den Rohblock, das Rohstück mit bedenken. Denn das existiert ja bereits. Sein Modell muss sich an dessen Maßen orientieren. Und jetzt wird es natürlich auch Zeit, dass ich mal das Stück, das später in Cortenstahl eingesetzt werden soll, hier irgendwie anfertige. Cortenstahl ist besonders unempfindlich und wetterfest. Er entwickelt bei freier Bewitterung schon nach einigen Wochen eine Patina, eine Rostschicht. Das Material weist auf den Beruf des Verstorbenen hin, der Schlosser, Kunstschmied war, also auch gestalterisch gearbeitet hat. Deshalb ein Herz aus Stahl. Das Modellherz aber besteht aus Schmirgelpapier. Der 57-jährige Pfälzer hat das künstlerisch wertvollste Grabdenkmal des Jahres 2018 geschaffen, nach Ansicht der Jury des Gestaltungswettbewerbs Grabzeichen. Ich glaube, es gibt selten so Sachen, wo das so zutrifft, dieser Spruch mit 90% Transpiration und nur 10% Inspiration. Weil natürlich ist der Prozess der Gestaltung, der Formfindung ein künstlerischer Prozess.
Aber die Ausführung ist natürlich sehr handwerklich. Den unbearbeiteten Stein schaut er sich noch mal genau an. Das Material ist durchgängig soweit gesund, wie man so sagt. Der Rest vom Rohblock muss raus aus der Werkstatt, damit er Platz hat zum Arbeiten. Aus diesem unbehauenen Stück den Grabstein herauszuarbeiten, dafür wird er noch ein paar Tage brauchen. Bernhard Matthäus beginnt an der Unterseite. Aber wo die sein wird, muss er erst noch bestimmen. Jetzt wird die Standfuge geschnitten. Weil ich keine große Säge habe, mache ich das mit der Flex, also dem Winkelschleifer, muss man ja eigentlich sagen. Aber erst muss ich festlegen, wo die überhaupt genau hinkommt. Deshalb muss ich mir das jetzt nochmal genau angucken mit dem Modell zusammen. Weil ich habe ja eine Seite, wo ich im Prinzip winklig zur Standfuge oben nochmal nach außen gehe und das Material voll brauche, während auf der anderen Seite das ja um rund 10 cm einspringt. Wo oben und unten sein wird, anscheinend keine leichte Entscheidung. Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob das wirklich so passt. Mit Winkel, Richtleiste und Metermaß versucht er, das Rätsel zu lösen. Alle Schwierigkeiten, die es so geben kann. Es geht jetzt darum, eine Fläche zu ersehen, damit die später nicht windschief ist. Weil ich habe ja keine perfekt ebene Fläche hier, die ist bruchrau. Deshalb kann ich nicht einfach davon ausgehen, dass ich auf der Seite winklig zu der Fläche meinen Riss mache und hier auch. Aber dann hat er die richtige Lage für die Standfuge ausgeguckt. Mit einem Winkelschleifer kommt er gut durch das relativ weiche Sedimentgestein. Und so entsteht eine plane Fläche, auf der der Grabstein stehen wird. Danach stellt er den Stein aufrecht hin und sucht nach Orientierungspunkten. Das ist ja eine skulpturale Arbeit. Wie liegt die dann in dem Rohblock drin? Und da muss ich mir halt irgendwie ein Koordinatensystem schaffen, in dem ich entweder eine Mittellinie oder auch irgendeine andere Linie so aufzeichne, dass ich mich an der orientieren kann. Würde er an der falschen Stelle zu viel Material wegnehmen, wäre der Stein nicht mehr zu gebrauchen. Aber er hat ja seine Konturlinien und das richtige Werkzeug. Im ersten Schritt ist es ein Sprengeisen, das man dazu benutzt, größere Materialstücke von der Kante her wegzusprengen. Das funktioniert dann so, dass man sich etwas mehr Material vornimmt. Und dann möglichst auch ein größeres Stück abreißen sollte. Und wenn es dann von der Kante her eingesprengt ist, dann steht ja auf der Fläche noch der sogenannte Bossen. Und der Bossen, der ist dann abzuspitzen.
Ich arbeite da jetzt halt mit einem Presslufthammer, weil es einfach schneller geht. Die Schlagfrequenz ist deutlich höher. So geht es dem Bossen an den Kragen. Auch an den anderen Seiten des Steines geht es zunächst grob und zügig voran. Hier bin ich ja noch deutlich über dem Maß, also arbeite ich noch in erster Linie so, dass ich viel Material abtrage und weniger auf eine bestimmte Oberflächenwirkung hin, weil ich ja weiß, dass das, was ich jetzt hier noch sehe, im nächsten Arbeitsgang schon wieder weg ist. Eine Seite des Grabmals soll nach oben zurückspringen. Dort trägt er viel Material ab. Es geht ruckzuck. Früher war das anders. Die alten Werkzeuge hat er noch. Im Prinzip sind es lauter Spitzeisen, die zusammengespannt sind in dieser sogenannten Gröntelflasche. Und dadurch, dass sie natürlich alle auf der gleichen Höhe stehen, ausgerichtet, hat das dann natürlich eine einebnende Wirkung, wenn man dann da wieder so drüber arbeitet. So haben das seine Vorgänger gemacht und etwa 3-mal mehr Zeit gebraucht. Trotz Presslufthammer, die Arbeit ist auch heute noch hart. Sie erfordert Kraft, Konzentration und Präzision. Am Stein arbeiten ist ja auch nicht immer angenehm. Der Stein macht Dreck und Staub und man muss sich dagegen schützen und man haut sich auch mal auf den Finger. Also es ist auch körperlich anstrengend. Handarbeit ist bei der Herstellung von Grabsteinen selten geworden. Die allermeisten werden maschinell produziert. Ihre Formen sind nicht kompliziert wie hier, sondern meist einfach zu fertigen. Und körperliche Großtaten sind nicht nötig. Der Meister versucht es mit einer anderen Podestkonstruktion. Seine Arbeit ist auf jeden Fall eines: abwechslungsreich. Das ist jetzt halt eine relativ freie Vorgehensweise, dieser Form irgendwie entsprechend. Normalerweise ist es dann eher schablonenhaft, wie man so ein Grabmal macht, aber das ist jetzt eher so skulpturale Auffassung. Damit seine Skulptur die gewünschte Form annimmt, nimmt er immer wieder sein Modell zur Hand. Er vergewissert sich, ob die Maße und die Proportionen noch stimmen. Außerdem zeichnet er immer neue Konturlinien auf den Stein, denn die alten sind im Lauf der Bearbeitung nicht mehr zu sehen. Man zeichnet sich was an und sobald man an der Fläche arbeitet, ist die Zeichnung verloren. Und dann arbeitet man quasi nach einer verlorenen Zeichnung, wie man hier sieht. Die man sich ja dann aber wiederholen kann. Hier ist ja noch was und hier habe ich noch einen Ansatz und dann kann ich mir den ja wieder aufzeichnen. Bei der Bearbeitung des Steines läuft nicht alles so, wie es sich der Steinbildhauer gewünscht hätte. Ich habe hier einige Überraschungen erlebt jetzt bei diesem Stein, weil hier ein Lager drin war, das einfach nicht gehalten hat. Das hat sich einfach abgetrennt. Deshalb habe ich jetzt den ganzen Stein etwas korrigiert, mache ihn insgesamt etwas schmäler. Es reicht noch, was an Material da ist, zum Glück. Aber sowas kommt natürlich vor. Ich meine, der Spruch, dass der Stein den Weg weiß, den gibt es natürlich auch schon ewig. Dass er das so extrem macht wie in diesem Fall, kommt nicht so häufig vor, zum Glück.
Ich bänke mir den Stein jetzt etwas höher auf, weil ich ja im unteren Bereich arbeiten will. Ganz so unbequem muss man es sich ja dann auch nicht machen. Bernhard Matthes hat nach seiner Meisterprüfung zum Steinbildhauer eine Bildhauerklasse in Wiesbaden besucht. Mit seinen frei gestalteten Werken war er auf vielen Ausstellungen vertreten. Kunst, die Schutt produziert. Feierabend nach dem zweiten Arbeitstag. Im Hof stehen jeden Morgen seine Skulpturen Spalier, wenn er zur Werkstatt geht. Rund um Neustadt an der Weinstraße hat er sich einen Ruf erworben, der weit über den eines Handwerkers hinausgeht. Also ich bin einfach Bildhauer. Aber Steinmetz ist natürlich auch nicht verkehrt. Ich habe den Beruf ja mal gelernt und es ist ja ein sehr ehrenwerter Beruf. Also ich bin da nicht beleidigt, wenn mich jemand als Steinmetz bezeichnet. Aber ich arbeite natürlich auch nicht nur in Stein. Ich arbeite ja auch plastisch, also ich modelliere, gieße ab, arbeite auch in Bronze, auch in Metall. Deshalb ist es im Prinzip natürlich mit Steinmetz etwas eng gefasst. Wieder zeichnet er Linien nach, die er zu seiner Orientierung braucht. Sandstein gilt als Weichgestein. Je nach Härte des Gesteins verwenden die Steinmetze unterschiedliche Meißel. Die Arbeit ist für Bernhard Matthes viel mehr als ein Beruf. Es hat mich einfach gepackt. Es macht mir wirklich sehr großen Spaß, dass ich hier auch alles selbst in der Hand habe. Also das ist das Auswählen vom Material, den Transport vom Material, die komplette Arbeit daran, bis hin zum Einstellen der Werkzeuge auf meinen Bedarf. Also ich schmiede mir ja auch meine Eisen selbst, mit denen ich arbeite. Und das ist alles sehr vielschichtig. Also ich muss auch nichts aus der Hand geben. Das fällt mir auch schwer. Dann steht Besuch in der Werkstatt. Die Auftraggeberin ist mit ihrem Sohn gekommen. Nadine Sant'Angelo. Also es ist jetzt auch so, ich habe jetzt halt auch die Idee gehabt, dass ich hier das als Grat so runterlaufen lasse. Wie wenn das im Prinzip ein Abdruck wäre. Also im Prinzip, wenn man sich vorstellt, da ist ein Herz positiv, das sich hier abgedruckt hat. Wie gesagt, das lasse ich Sie entscheiden, wie die Größeverhältnisse dann, das wissen Sie besser. Material gibt es hier noch ganz viel. Du kannst schon ganze Serien machen. Das ist ein alter Bildhauertrick, sich einen Stein auszusuchen, der schon so aussieht. Da kannst du auch schon vorstellen, dass es ein Herz gibt. Du musst aber aufpassen, wenn du dir mal so richtig kräftig in die Finger ruppelst, dann geht auch Haut weg. Also aufpassen. Danke. Bitte, bitte. Die Werkzeugausrüstung ist umfangreich, die die Steinmetze und Steinbildhauer für die manuelle Flächen- und Profilarbeit benutzen. Es gibt das Sprengeisen, Schlageisen, Zahneisen und Spitzeisen. Und alle Eisen gibt es noch in verschiedenen Ausführungen. Da sieht man auch, dass es das Spitzeisen natürlich in der traditionellen Variante gibt, wie man es schon immer benutzt, wenn man dann mit dem Fäustel schlägt. Und es gibt das gleiche Werkzeug mit dem Einsteckende für den Presslufthammer. Das Spitzeisen für die eher groben Arbeiten. Wenn die erledigt sind, kommt ein gezacktes Eisen dran. Hier ist dann ein Zahneisen
Das kommt normalerweise nach dem Spitzen. Wieder der nächste Schritt beim Einebnen einer Fläche. Die Riefen, die von den Zähnen erzeugt werden, sind deutlich sichtbar. Und auf das Zahneisen folgt dann das Schlageisen, beziehungsweise auch, was ich manchmal mache, ist, dass ich das Material dann mit dem Riffler runterriffle. Das geht dann noch mal ein bisschen schneller. Wenn die Werkzeuge länger im Einsatz waren, verlieren sie an Wirkungskraft. Dann müssen sie neu geschliffen werden. Hier ist gerade das Zahneisen dran. Am Stein ist die Einbuchtung, die das Stahlherz aufnehmen soll, jetzt weitgehend herausgearbeitet. Jetzt widmet sich der Steinbildhauer dem Herz. Er fertigt eine Schablone an. Sie soll dem Schlosser als Vorlage dienen. Also eigentlich hatte ich geplant, dieses Pappmodell als Vorlage für eins aus Sperrholz oder aus MDF zu nehmen. Aber das wird jetzt überraschend gut. Vielleicht reicht auch das Modell schon, dass ich das gar nicht extra nochmal aus der Holzplatte rausschneiden muss. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich jetzt hier anpasse. Ob ich jetzt das Herz dem Stein genau anpasse oder ob ich hier am Stein noch was verändere. Ich habe das ja jetzt alles viel mehr geglättet, weil ich eigentlich jetzt mehr diese Zeichnung rausholen wollte. Also ich habe halt gemerkt, dass durch die Schichtung das Herz hier auch mehrmals nachgezeichnet wird. Und das war eigentlich genau das, was ich mit der Bearbeitung bezweckt hatte. Die Position wird angezeichnet. Die Schablone wird er dem Schlosser schicken, damit der das Herz aus Cortenstahl entsprechend anfertigen kann. Bernhard Mattheys Arbeit wird jetzt immer filigraner. Die Gestalt des Steines hat sich seit dem Anfang stark verändert. Der Sandstein und das Stahlherz sollen gut harmonieren und eine Einheit ergeben. Das ist ja Cortenstahl, der dann irgendwann rostet. Und der hat ja dann den rostbraunen Farbton. Und das soll ja nicht als Fremdkörper wirken. Also es ist hier eine ganz dünne Schicht mit ganz viel Eisenoxid, also quasi Rost. Und die ist aber so dünn, man sieht es ja, hier ist ja die Lagerrichtung. Sobald ich da rein arbeite, komme ich wieder in das quasi normal, sehr schön gefärbte Material. Und das wirkt im Moment noch viel heller, als es später sein wird. Das ist dem Staub zu verdanken, der beim Schleifen anfällt. Handschleifstein oder Handrutscher wird es auch genannt, aus Korund, ein Schleifstein. Das gleiche Material wird auch auf Schleifmaschinen verwendet. Schleifmaschinen nehme ich allerdings am Sandstein so gut wie nie, weil ich ja nicht die quasi mühevoll erzeugte Bearbeitung wieder wegschleifen will.
Der nächste Schritt, die Schrift. Ich versuche jetzt hier die Schrift so einzuplanen, dass es organisch hier reinpasst, weil letztendlich das, was es jetzt zum Grabmal macht, ist ja dann doch der eingehauene Name. Ich gehe da halt so vor, dass ich die Schrift einfach mal aufzeichne auf dem Stein, nicht auf Papier oder irgendwo am Bildschirm, sondern direkt am Stein. Und dann ergibt sich einfach eine passende, angenehme Größe, ganz selbstverständlich. Das ist aber nur eine erste Probe, die wieder verschwinden wird. Die Schrift in Originalgröße, auf Papier, um die Abstände der Buchstaben untereinander auszuprobieren. Zu 90% entwickle ich meine Schriften auf Basis der Antiqua. Das ist so eine klassische Schrift aus der Renaissance, die auch im Buchdruck Verwendung findet, die man eigentlich kennt, die sehr gut leserlich ist. Dort, wo die Schrift auf den Stein kommen soll, zeichnet Bernhard Matthäus Hilfslinien an. Er orientiert sich an seiner Papiervorlage und schreibt ganz traditionell mit Bleistift. Das ist allerdings ein sehr harter Steinhauerstift, weil der Stein natürlich im Prinzip auch ein Schleifstein ist. Also mit einem weichen Bleistift, da hätte man da keine Freude, weil der ständig dann weggeruppelt wird. Aber mit dem harten Bleistift geht es schon. Wenn man das kann, muss man wie bei so vielen Dingen einfach üben. Man muss sich mit Schrift beschäftigen und muss auch wirklich sich mal hinsetzen und mal einfach einen Text runterschreiben oder so. Dann kommt Farbe ins Spiel. Lange wird sie aber nicht auf dem Stein bleiben. Das ist einfach nur Wasserfarbe. Hat natürlich den Vorteil, wenn ich mich hier verschreibe, dass ich es einfach mit Wasser wieder wegwaschen kann. Wenn ich hier irgendeinen Lack oder eine Binderfarbe nehmen würde, dann wird es deutlich schwieriger, da was zu korrigieren. Ein Job für Menschen mit ruhiger Hand. Dabei denkt er oft an die, deren Namen er auf den Stein setzt. Spätestens, wenn man sich mit der Schriftgestaltung auseinandersetzt, sieht man ja auch die Lebensdaten. Hier war es ein ganz junger Mann, der überraschend gestorben ist. Es kommt auch vor, dass man Kindergrabmale zu machen hat. Und sowas rührt einen natürlich an. Das Einhauen der Schrift macht Bernhard Matthäus mit Hilfe eines kleinen Presslufthammers. Buchstabe für Buchstabe trägt er den Sandstein ab. Eine Millimeterarbeit. Und nichts für schwache Nerven. Bloß keinen Fehler machen. Jetzt, kurz vor der Fertigstellung des Steins.
Also konzentriert muss man schon sein. Ich denke, vor allen Dingen muss man genau sehen, weil im Prinzip bewegt sich das im Bereich von einem Viertelmillimeter oder so, ob der Balken die richtige Stärke hat oder ob er sie halt nicht hat. Die Spitznuten werden gesäubert. Eine wichtige Vorarbeit für den nächsten Arbeitsschritt. Das bringt natürlich dann auch die Farbigkeit zutage, die der Stein eigentlich hat, wenn er nicht so mit Staub und so gefüllt ist in den Poren. Wieder kommt Farbe ins Spiel. Aber diesmal ist es keine Wasserfarbe, sondern eine, die möglichst lange halten soll. Der Steinbildhauer setzt auf eine ganz bestimmte Mischung. Das ist jetzt eine Binderfarbe, also im Prinzip ähnlich wie das, was man als Wandfarben benutzt. Allerdings habe ich mir die selbst angemischt und habe sie lasierend eingestellt. Beim Lasieren wird verdünnte Farbe in mehreren Schichten übereinander aufgetragen, so dass der Stein durchscheint. Hält mehr als 20 Jahre. Bernhard Matthes ist zur Schlosserei Ländle in Neustadt-Musbach gefahren. Er möchte das stählerne Herz abholen. Es ist mit einem Plasmaschneider aus einer 6 mm starken Stahlplatte herausgebrannt worden. Bei 30.000 Grad. Da unten Das Herz ist fast fertig. Es fehlen noch die Befestigungspunkte, die den Stahl mit dem Stein verbinden sollen. Okay, zeichnen wir die mal an. Mhm. Da. Und hier in dem Bereich entlang. Und die Mutter sollte halt ganz am Rand sitzen. Also direkt. Also oberhalb vom Rand. Das ist im Prinzip bündig mit dem Rand. Okay. Hier liegt, glaube ich, welche. Also dass die hier so ganz außen am Rand anliegt. Okay. So. So, dann nehmen wir die Masse. Vorsicht. Drei Muttern werden angeschweißt, dann ist die Metallarbeit getan. So, dann haben wir hier die Schweißnähte. Super. Ja, perfekt. So kriege ich das wunderbar befestigt am Stein. Cortenstahl. Jetzt schimmert das Herz noch metallisch dunkel, aber nach einiger Zeit wird es Rost ansetzen. Auch genug Durchblick, damit man hinter
der Stahlplatte den Stein auch noch sieht. Weil der ist besonders fein bearbeitet auch und hat auch eine sehr schöne Zeichnung. Und es wäre jetzt schade, wenn er die hinter der Platte nicht mehr sehen könnte. Zurück in der Bildhauerwerkstatt in Duttweiler. Hoffentlich passt das Stahlteil. Bernhard Matthes ist zufrieden. Er geht an die Verankerung des Stahlherzens im Stein. Am Herz hat er ja 3 Muttern anbringen lassen. In diese Muttern kann ich dann Gewindestäbe eindrehen. Jetzt habe ich erst mal quasi Laschen gearbeitet, wo die Muttern drin verschwinden können. Und da werden dann noch Bohrungen gesetzt von hier aus, in die die Gewindestäbe dann letztendlich eingeklebt werden sollen. Die Gewindestäbe bringt er auf die richtige Länge. Die beiden Werkstoffe Stein und Stahl. Im Lauf der Zeit werden sie immer besser miteinander harmonieren. Das Stahlteil hat ja jetzt noch nicht seine endgültige Farbe. Der Cortenstahl wird noch rosten und dann kriegt er natürlich die Farbe, die ich hier ganz bewusst auch stehen lassen habe. Und dann verbindet sich das noch viel organischer, als es jetzt einfach nur durch die Form verbunden ist. Bevor das Herz an den Stein geklebt wird, muss der erstmal raus aus der Werkstatt. Unter die Dusche. So kommt die Zeichnung des Steins richtig zum Vorschein. Die ist natürlich umwerfend, also sowas kann man auch nur kriegen, wenn man es im Steinbruch selbst aussucht. Zurück in die Werkstatt zum letzten Arbeitsschritt. Zur Befestigung des 12 Kilo schweren Herzens verwendet der Steinbildhauer einen Kleber. Nach über einer Woche Arbeit hat der Meister sein Werk fast vollendet. Das ist schon ein gutes Gefühl, das ist schon sehr zufriedenstellend, wenn das dann alles so geklappt hat. Wenn dann natürlich auch die eher außergewöhnliche technische Umsetzung auch noch klappt, dann ist man schon zufrieden, wenn das fertig ist. Um die 5.000 € wird die Auftraggeberin dafür bezahlen. So viel hätte sie auch ein industriell gefertigter Stein kosten können. Aber das hier ist Handarbeit. Individuell gestaltet. Handwerkskunst eben. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.